So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück. Heute wollen wir natürlich WannaCry weiter reverse engineeren und rausfinden, was diese böse Schadsoftware eigentlich genau tut. Und ja, lasst mich kurz mein Licht anmachen. Bei mir ist ein bisschen dunkel. Auch wenn ihr mich nicht sehen könnt, ich nehme ein bisschen spät abends gerade auf, aber das muss natürlich sein, denn es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, dieses Ding zu reversen, wenn man dann plötzlich wirklich so eine richtige Schadsoftware einfach in der Hand hat und sehen kann, was da eigentlich intern alles passiert, dann ist es schon ein bisschen ein anderes Gefühl, als wenn man so gekünstelte Challenges vor sich hat, oder? Findet ihr nicht auch? Und ich denke, dass das ist auch wirklich eine große Hilfe, wenn man hier diese Motivation hat. Okay, wir wollen jetzt einfach direkt mal starten, und zwar haben wir hier schon wieder eine Funktion, von der wir nicht wissen, was die eigentlich da macht, ja? Wir öffnen jetzt also mal diese Funktion und wir sehen, okay, die ist nicht ganz so kurz, wie wir dachten. So, aber was wir jetzt hier machen wollen, ist Folgendes. Wir wollen einfach nur kurz eine Idee kriegen, was das Ding eigentlich tut. Und dann machen wir auch schon weiter. Das heißt, wir wollen jetzt heute nur Funktionsnamen verteilen und dann rausfinden, was die da eigentlich so machen. Das heißt, wir gehen hier mal kurz durch. Und wir sehen, dass hier unten Seed aufgerufen wird, beziehungsweise S-Rand, und Rand wird aufgenommen. Diese beiden Funktionen sind tatsächlich für Zufall gedacht. Wer hätte es gedacht? Ja, Rand ist Zufall. Okay, das ist kryptografischer Zufall und der wird häufig verwendet, um irgendwelche kryptografischen Verfahren einzuleiten. Ja? Das heißt, wir können das hier Random Generator nennen. Und ja, wir haben hier auch schon tatsächlich ein int param 1. Wir müssen allerdings noch rausfinden, was genau das tut. Doch jetzt steht hier tatsächlich schon ein Return drin. Das heißt, wir sehen hier, okay, das ist eigentlich eine Void-Funktion, die macht eigentlich nichts wirklich, ja. Und wir wissen allerdings, dass hier unten irgendwie dieser Param 1 ein Integer ist. Das steht hier oben auch drin. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir gehen in die WinMain zurück. Ich mache mal hier die Labels zu und die Classes, die brauchen wir nicht. Und die Namespaces gleich mit. Wir gehen in die WinMain zurück und sehen dann hier den Random Generator. Und hier sehen wir jetzt auch, aha, das Ding hat einen Int bekommen. Das ist schon mal super. Jetzt wissen wir, dass das hier, dieses Dat-Objekt, das ist ein Int. Ja? Und das will ich jetzt mal ganz kurz in eine Sampler aufmachen. Show me the Dat-Object, please. Thank you. Okay, wir haben hier unten mehrere Referenzen auf dieses Dat-Objekt. Und ja, bei C ist es ja nicht so, dass ihr zwingend was zurückgeben müsst, damit irgendwas mit der Variable passieren kann, sondern ihr habt auch die Möglichkeit, einfach auf der Referenz zu arbeiten. Und genauso ist das hier. Wir haben hier dieses und, das bedeutet ja in C, man gibt eine Adresse quasi. Man gibt nicht die Zahl selbst, sondern man gibt eine Adresse an die Funktion. Und hier in Random Generator wird dann dieser Param 1 verändert. Und das sehen wir hier. Wir sehen hier, was genau passiert. Wir sagen hier, okay, mit der Adresse passiert hier drin irgendwas, ja. Und dann haben wir hier quasi nicht die Notwendigkeit zu sagen, wir geben jetzt was zurück. Das heißt, es ist jetzt nicht einfach nur ein toter Funktionsaufruf, der nichts tut, sondern hier wird dieses Dat-Objekt tatsächlich verändert. Was auch dazu führt, dass es hier nicht nur einmal aufgerufen wird in der WinMain, sondern es wird gleich mehrfach aufgerufen, wie wir hier schön sehen können. Also 6-mal, um genau zu sein, wird das Ding aufgerufen. Okay, das heißt, hier haben wir irgendwas mit Zufall gemacht, also Random Generator. Das heißt, das Ding hier ist höchstwahrscheinlich unser Random, ja, oder zumindest irgendwas mit Random. Das heißt, wir wissen schon mal grob, was wir hier machen. Okay, so, jetzt haben wir hier ein Int-Stern p_argc. Die argc oder die argc-Variable gibt die Anzahl an Argumenten an, okay? Das heißt, es ist quasi der Argument Counter, deswegen dieses C. Das heißt, wir können hier einfach tatsächlich diese Variable, die wir ja hier direkt bekommen aus argc, können wir einfach in argc umbenennen. Das heißt, so viele Argumente haben wir am Ende, während hier unten steht argv und da wird irgendwas damit gemacht. Okay, das ist ein bisschen seltsam hier. Ich nenne das Ding jetzt mal args, ja, weil hier wird einfach die Variable reused. Das ist wahrscheinlich eine Optimierung vom Compiler gewesen, dass man hier gesagt hat, okay, wir brauchen hier eine Zahl, die quasi speichert, wie viele Argumente wir haben. Und falls wir 2 Argumente haben, dann, und diese Argumente müssen immer Integer sein, dann machen wir was mit diesen Argumenten. Und zwar, ja, irgendwas halt. Ich weiß nicht genau was, aber ja, diese argv haben wir hier tatsächlich einfach in args reingespeichert. Das heißt, es passiert irgendwas mit den Argumenten. Okay, wir haben also 2 Argumente hier drin. Und das bedeutet,
das erste Argument ist ja immer der Dateiname, aber wir haben dann offensichtlich noch ein Argument mehr hier drin. Und so wird das Ding auch gestartet mit einem Argument mehr. Okay, so, weiter geht's mit einem String Compare. Und zwar in args plus 4 soll String 2 drin stehen. Das ist ein String Compare. Das heißt, wir sagen hier, was steht denn, also bei argv bekommen wir einfach nur die Position oder die Adresse der Argumente. Das ist ja ein Array, das heißt, wir können da quasi durchlaufen, ja. Und wir bekommen hier den Pointer, wo unsere Argumente quasi stehen. Okay, das heißt, wir gucken hier mal ganz kurz nach, an Arguments plus 4, sprich, wir überspringen den Dateinamen, weil der interessiert uns nicht. Was steht da? Ist das dasselbe wie str2? str2 haben wir hier oben, das ist allerdings noch nicht irgendwie vergeben. Damit können wir offensichtlich nichts anfangen bisher. So, und das heißt, wir wissen jetzt, dass das Ding hier offensichtlich ein String ist. Das heißt, wir gehen hier auf Rechtsklick und können hier den Datentyp angeben und können hier tatsächlich einen char auswählen. So, jetzt haben wir aber nur das erste umgewandelt, ein bisschen doof, ne? Wir wollen natürlich alles haben. Das heißt, wir gehen hier auf Data und also markieren einfach alles und sagen dann hier /i oder /i /0 /0. Das sind Kommandozeilenargumente in in Windows. Und Kommandozeilenargumente in Windows fangen immer mit einem Slash an. In Linux ist es immer ein Minus, in Windows ist es ein Slash. Und /i bedeutet so viel wie Kommandozeilenargument i, ja. Und dann /0 beendet einfach diesen Charakter, damit man weiß, das Ding ist jetzt zu Ende. Das heißt, wir gucken hier, ob das Ding auch wirklich /i enthält. Okay, so. Ja, wir nennen das Ding jetzt hier mal /i, wobei, das dürfen wir nicht. /i, so. Und dann wissen wir schon direkt, was hier drin steht. So müssen wir gar nicht mehr nachdenken, okay? Und dann sagen wir hier, ivar3 bedeutet so viel wie, is argv, und hier kann ich jetzt natürlich nicht so schreiben, aber das ist es im Endeffekt, wobei argv von 0 interessiert uns eigentlich nicht. /i. So. Okay, dann wissen wir haargenau, was hier gemeint ist. Und falls das so ist, also falls wir /i verwendet haben, dann machen wir weiter. Falls dem nicht so ist, landen wir in diesem if hier drin. Das heißt, hier muss erstmal, also hier wird überprüft, starten wir das Ding nicht mit /i. Das ist schon mal eine interessante Information. So, und hier hat jetzt der wunderbare Compiler wieder irgendwelche Sachen optimiert. Hier weist er nämlich direkt die Variable nochmal zu, und zwar als Return-Wert von dieser Funktion hier und überprüft, ob das Ding dann ungleich 0 ist. Ja, das ist furchtbarer Code, macht aber leider der Compiler, damit das Ganze ein bisschen effizienter läuft, ja. Das heißt, wir gucken erstmal, haben wir das ganze Programm mit was anderem als /i gestartet? Und wenn das so ist, also wenn das nicht so ist, also wenn wir mit was anderem als /i gestartet haben, dann führen wir diese Funktion aus. So, diese Funktion, wow, die tut einiges, okay? Die ist jetzt gerade mal ein bisschen zu komplex, vor allem weil sie intern noch ein paar andere Funktionen aufruft, okay? Und hier oben noch eine. Das ist jetzt gerade mal nicht unser Thema. Wir wollen eigentlich nur mal kurz rausfinden, was das Ding so tut. Okay, das heißt, wenn das Ding mit /i startet, überspringen wir diese if hier komplett, ja. Das heißt, wir können das jetzt erstmal so lassen und wir sagen, okay, was ist denn, wenn wir es wirklich mit /i starten? Was passiert denn dann? Dann sagen wir hier /i ist gleich strrchr. So, wenn ihr euch vielleicht nicht sicher seid, ob das oder was genau das Ding tut, einfach mal danach googeln, steht in jedem Standard drin. Und zwar, das Ding gibt einen Pointer zurück auf das letzte Vorkommen eines Buchstaben. Dieser Buchstabe ist das zweite Kommandozeilenargument. Das heißt, das ist ein Character und das da vorne ist ein String, beziehungsweise ein Char-Stern, ja, weil es gibt ja keine Strings. Das heißt, das hier ist tatsächlich ein Char-Stern. Und jetzt können wir hier aussuchen, was das eigentlich mir sagen möchte. Und hier haben wir schon einen Char. Okay, gut, müssen wir nicht weiter aussuchen. Das hier ist ein Integer, ist auch wunderbar. Wir können aber das Ding hier mal umwandeln in einen Char, indem wir hier das mal markieren, bitte. So, hier drüben sind wir. Und zwar hier ist dieses strrchr, ja. Das wird hier erstmal nicht gefunden, weil, nun ja, ist so. Keine Ahnung wieso.
Und wenn wir das jetzt hier mal ganz kurz gucken, dann sehen wir hier oben dieses 0x5c. Ja? Das machen wir jetzt mal Rechtsklick und konvertieren das in einen Char. So, und dann sehen wir hier, das Ding ist eigentlich ein Backslash. Interessant, das ist nämlich ein Buchstabe und der ist nämlich ein Backslash. Das ist ein maskierter Backslash, okay? Wenn man das eingibt in Windows, dann bekommt man da einfach nur ein Backslash zurück. So, kann man hier eigentlich auch soweit machen. Da gehen wir dann auch einfach mal direkt rein und sagen, hier wird das höchstwahrscheinlich wieder ein, wo sind wir, Convert, das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, das ist nicht so schlimm. Ich mache genau dasselbe wie gerade eben, Rechtsklick, Convert und dann Char. Und dann sehen wir hier, okay, das wird wieder überprüft, ob das, also quasi, wir kriegen das letzte Mal einen Backslash. Was wird das wohl sein? Ihr könnt dreimal raten. Naja, wir können einfach hier rausfinden, also dass wir hier die Variable /i benutzen, ist quasi einfach nur, der Compiler spart einfach Rechenzeit und Variablen, okay? Das ist dann alles Optimierung. Und wir suchen jetzt innerhalb von diesem String einen Backslash. Und zwar das letzte Vorkommen davon. Das bedeutet so viel wie, hey, wir suchen quasi das letzte Mal, dass das Verzeichnis endet. Das heißt, rechts davon, hinter diesem Backslash, steht höchstwahrscheinlich der Dateiname und links davon steht der Pfad. Das heißt, das Ding hier ist unser Pfad. Und ja, das ist jetzt natürlich relativ hilfreich, denn das können wir jetzt einfach so hier machen. So, das hier wird jetzt überprüft, ob das 0x0 ist. Das ist einfach quasi eine Überprüfung. Hey, ist das gefunden worden oder ist es nicht gefunden worden? Wenn es nicht gefunden wurde, dann gehen wir hier rein und sagen, jo, dann haben wir keinen absoluten Pfad, dann haben wir nur einen relativen Pfad, ist okay. Dann beenden wir unseren String einfach. So. Und ja, jetzt haben wir offensichtlich den Pfad rausgefunden. Jetzt können wir hier sagen, hey, das aktive, also das Arbeitsverzeichnis wird auf diesen Pfad gesetzt. So, das bedeutet so viel wie, wir sind jetzt gerade in diesem Verzeichnis drin, dass wir einen Pfad bekommen. Wo ist denn Pfad definiert? Gehen wir da einfach mal rein und gucken, wo das Ding denn eigentlich verwendet wird. Aha, hier oben. Das heißt, wir haben das hier irgendwie bekommen. Und hier oben haben wir übrigens auch nochmal den Pfad erstmal gesetzt. Hier arbeiten wir auch mit dem Pfad und das macht irgendwas mit dem Task sche.exe. So, das heißt, in diesem Pfad steht höchstwahrscheinlich unsere Malware drin und jetzt wissen wir auch, was das Ding hier eigentlich mir sagen möchte. Das hier ist mein Pfad. Und ja, jetzt kann ich einfach mein Global umbenennen in Pfad. So. Okay, aber das lassen wir jetzt erstmal so stehen hier. Wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter runter und sehen hier, okay, wir haben jetzt das Working Directory. Jetzt, was genau passiert hier, hier und hier und in den ganzen anderen Funktionen, das wissen wir noch nicht ganz. Das wollen wir uns dann beim nächsten Mal angucken, zumindest ein Teil davon. Und ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ich hoffe, ihr lernt auch immer wieder ein bisschen was Neues und so ein bisschen den Workflow, was man da eigentlich so gerade macht. Und ja, gebt mir gerne auch Feedback. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal und hoffentlich machen wir nach WannaCry natürlich auch noch mehr, wenn es euch gefällt, in diese Richtung. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ciao.